Hi und danke, dass ihr eingeschaltet habt hier auf GG Reaction zu einer neuen K-Pop Reaction und das ist das Comeback von Stray Kids. Maxident ist heute erschienen und auch das erste Musikvideo und zwar Case 143, die erste Single und ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich habe darauf gewartet und jetzt werden wir direkt reinhören. Ich habe soweit alles eingestellt. Untertitel sind aus, Untertitel muss auf Englisch, Untertitel sind an, okay. Und Sound ist auch soweit alles gut. Meine Kopfhörer sind auch. Wir warten nicht lang. Wir springen direkt rein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Video sein wird. Ich habe mir auch extra nicht diese Unbeatable zu dem Song mir angeschaut gehabt, weil ich komplett unvoreingenommen reingehen wollte. Ah, da sind die Herzchen. 발생 잊지 못할 사건 치명적인 매력에 홀라 땅 빠져 자꾸 나를 자극하는 넌 주저가 없는 문제야 풀어야 할 숙제야. Oh, da ist schon wieder so viel gerade. Wie ein geiler Beat. Oh. Lieber Maniac, schön mit der dunklen Stimme von Felix reinkommt. Ein Refrain. Meine mit 8 Letters. Dann hatte er erst gedacht, Maxident wäre das die 8 Buchstaben, aber nein. I love you. I love you. Das sind ja auch 8 Buchstaben, die es einfach nur braucht. Ah! Wie bei Maniac übrigens. Erstmal Refrain hat Felix gesungen und den zweiten Refrain-Part hat dann Yunjin übernommen. Und jo. Oh, schöner Effekt. 상태 지금 wiki 너의 모습 ain't no false 나의 속마음 다시 repeat Walking next to you but I'm falling 더 깊게 빠져들어 끌리지 You're pulling me deeper and deeper I try to get out but I can't stop Can I be the one? Yeah I'll be the one 무모하게 도전해 오그라드는 표현 머릿속에 띵하고 무감정을 손절 Moving I will melt away Why do I keep getting attracted? 네 모습만 떠올라 I cannot explain this emotion 1, 4, 3, I love you Oh, schöner Effekt. Wir gehen gleich nochmal auf das Video so ein bisschen ein. I cannot explain this reaction I'm gonna let you know I'm just gonna go and hold you so never let it go I'm gonna let you know and I'm just gonna go Yeah 난 너에게로 지금 출발합니다 바로 let go Never let it go oh, I cannot explain this emotion 1, 4, 3, I love you Okay, und dann am Ende hier, ne, das ist die Gebärdensprache für I love you. I love, also L. Und dann hier das U, was man hier macht. I love you. Die Gebärdensprache für ich liebe dich.
Damit ihr Bescheid wisst. Da sind die Übeltäter. Okay, also wenn ich den Song so verstanden habe, ne, es geht darum, dass wenn man sich einmal verliebt hat, ist man sehr ein bisschen so eine andere Person, sagen wir es mal so. Man hat seine Gefühle ja nicht mehr unter Kontrolle, man tut Dinge, die man eigentlich sonst nicht tut, und in dem Video geht es darum, dass diese kleinen Dinger hier wohl daran schuld sind. Wie so kleine hier Engelchen. Wie heißt der nochmal? Wie hieß der nochmal? Der Engel hier, der mit den Herzen schießt, ist auch egal. Ne, der dann Leute zum Verlieben bringt, sind da auch diese kleinen Herzchen, die sieht man ja am Anfang. Wir gehen nochmal jetzt in den Song rein und ich gehe mal in so ein paar Parts, ich mache dafür mal etwas leiser, nach und nach durch. Es fängt halt an, dass man hier das Herzchen hier sieht. Übrigens auch ein schöner Effekt. Er läuft an 1428 und 1429 vorbei. Nächste Zimmer, was dann kommen würde, wäre, wie der Songtitel, Case 143 1430. Also, da läuft er wohl gerade hin. Und da ist auch gerade, nämlich das scheint das Loch zu sein. Das Loch hier in der Wand rechts, das Herzchen, wo ja dieser Fall ist, wird dann wohl in Zimmer 1430 sein. So, und dann sieht man erstmal, Felix wird jetzt angesprungen und ist in Verliebtheitsraum. Erstmal direkt schöne Effekte hier. Schön. Und dann halt ins Auge gezoomt rein. Auch eigentlich sehr schön hier. Dieser erkennt man sonst so von so Horrorfilmen. Gehen wir mal eben. Dieses Wackeln. Und jetzt. Hintergrund sieht man jemanden springen und zack, 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 wie ganz schnell geschnitten wird. Und das wirkt manchmal dann so bei Horrorfilmen Unbehagen aus. Dass solche Sachen werden oft gerne eingesetzt, dass dann so plötzlich so schnelle Bewegungen stattfinden. Weil wenn er schon spricht, er ist ja schon befallen und er spricht nur noch jetzt, spuckt nur noch Herzchen aus, wenn er spricht. Und zack, hat er das Herzchen, die Herzchen auf das Hühnchen, aber jetzt hier, ne, kein lebendes. Und das wird einfach lebendig. Schöne Überblendung halt. Auch schön der Beatwechsel, dass dann plötzlich nach dem Schuss einfach dann der Beatwechsel kommt. Auch sehr schön. Ja, hier sehen wir es. Hier ist Zimmer 1431 und dann sind wir hier gegenüber auf 1430. Und das ist jetzt auch ein sehr schöner Effekt, wenn er jetzt getroffen wird. Wow. Ich bin den Beat gelb mit, dass der Gesang, den man so, da geht der Beat auch so, das ist richtig geil. Die Bilder sind witzig. Und hier auch, wie die Überblendungen sind. Zack, Linau kommt hoch und dann kommt erst das Bild hoch mit dem Hintergrund. Also die spielen einerseits die befallen sind und halt die Polizisten, die versuchen den... Aber es ist auch sehr schöne Überblendung, wie der Effekt sozusagen nur zwischen ihm stattfindet, also dass nur dort gekeyt wurde, dort das nächste Video erscheint und dann erst, wenn er vorbeikommt.
Ist auch wieder. Was steht da? Hard Stray Kids. Das ist eine Kinderserie. Waren da hinten gerade vorbeigeflogen. Da ist ein Auto gefahren. Achso. Und da auch. Es ist immer noch die Melodie, diese fröhliche Kindermelodie, aber dann jetzt halt mit einem mit Bass drunter gelegt. Die sind alle schon befallen. Was stand da? I only can? Nee, okay, kann ich nicht ganz lesen. Also die sind schon komplett befallen und da sind halt jetzt die Polizisten auf der anderen Seite. Wir müssen aufpassen, damit die jetzt nicht auch noch befallen werden, die Polizisten, deswegen hauen sie gerade ab. Auch sehr schön eigentlich das Bild da oben. Soll darstellen, so wie so ein Symbiont, das alles schon befallen hat. Das sieht ziemlich gut aus. Es hätte wäre schon alles befallen worden. Also der Symbiont hier von Venom zum Beispiel oder so ist ja auch, wird auch mal so dargestellt. Sehr schön. Und das ist übrigens auch ein sehr schöner Effekt nachher. Es sind zwei verschiedene Szenen. Du hast einmal unten den Tanz jetzt, den Refrain-Part, und oben wie gerade in so einem Schulgang, weil es nicht Schulgang ist, ja Polizeirevier, Police Department Gang, einfach laufen. Und jetzt sind das immer noch die zwei verschiedenen Szenen, die zwei verschiedenen Locations, aber das ist so geil, wie jetzt einfach hier das mit reingeschnitten wurde. Einfach mal mit einer Greenscreen oder so gemacht. Ziemlich geil. Auch eigentlich eine schöne Überblendung. Ah, okay, er wird überblendet, okay. Da haben sie einen gefangen. Da, Case 143. Where are these troublemakers? Found them. Und da ist einer gefangen. Und die sind komplett jetzt in dieser Verliebtheitsblase. Und die ziehen jetzt den Stecker sozusagen sinnbildlich hier. Seine Emotionen werden eben abgeschaltet. Und zack. Das hinten ist jetzt das Herz, das sprüht jetzt auch Funken und so, dadurch, dass jetzt der Stecker gezogen wurde. Das ist auch sehr schön. Einfach Stopp. Min. Spult alles zurück. Und es geht wieder von vorne los. Aber wir haben noch die Funken sprühen. Und, okay, Stecker ist jetzt wieder drin. Das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, dass es wieder reingesetzt hatten. Jetzt leuchtet auch alles wieder. Okay, jetzt alles wieder farbenfroh. Kamerafahrt ist so schön hier, ne? Hier die Kamerafahrt. Wie die hier so dynamisch hier so mitgeht, finde ich ziemlich geil. Und das im Schnellen. Ich finde dann diese Fahrt richtig geil. Auch wieder schön. Der Effekt. Boah, richtig starker Song. Richtig, richtig starker Song. Ey, der gefällt mir. Auch wieder ein Ohrwurm ohne Ende.
Der Beat, der macht da wieder so dieser Refrain-Part. Bleibt drin. Bleibt auf jeden Fall drin. Ey, I like. I like, I like, I like. And I like. Ihr auch. Ey, wie findet ihr den Song? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und ja, wir werden auf jeden Fall auch auf die anderen Songs alle reacten. Dann natürlich diese Color-Coded Sachen. Aber werde ich auf jeden Fall. Richtig, richtig starker Song. Hat mir gefallen. Euch auch. Ab in die Kommentare damit. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Patrick und ciao, ciao.